Du hast keinen oder nur ganz wenig Kontakt zu deinen extrem narzisstischen Eltern, deinen toxischen Eltern, deine Mutter, deinem Vater, beiden oder eben auch sehr anstrengenden Eltern. Ich habe heute mal 10 ganz praktische Tipps für diese Situation für dich. Hi, ich bin Marie. Ja, wichtig heute, wie ich finde, einmal dieses Thema uns anzuschauen. Kontaktabbruch, gar kein Kontakt, eingeschränkter Kontakt. Ich habe zu dem Thema auch einige Videos gemacht. Könnt ihr euch gerne hier oben, hier unten, ich packe es auch nochmal hinten rein im Anschluss anschauen, denn es ist nicht leicht oft, wenn man den Kontakt reduziert hat oder gar keinen Kontakt hat. Das kann im Ganzen schwierig sein, phasenweise, und für diese Bereiche habe ich jetzt mal einige Tipps für euch. Das erste ist, es liegt nicht an dir, dass es so ein kaltes oder vielleicht gar kein Verhältnis oder nur sehr eingeschränktes Verhältnis zu den eigenen Eltern gibt. Ja, ihr habt eure Konsequenzen gezogen, aber in den meisten Fällen ist vorher schon sehr, sehr viel passiert. Diese Eltern sind häufig sehr grenzüberschreitend, sie akzeptieren Grenzen vielleicht einfach nicht, sie werten ständig ab und sie belasten das eigene Leben stark. Es ist sehr viel häufig davor passiert. Wenn ihr also in den Gedanken kommt, zu denken, oh mein Gott, ich bin schuld, hätte ich mich anders verhalten, schaut euch noch einmal alle Situationen an. Nicht en Detail, aber grob, und werdet euch bewusst, es ist eine Entscheidung gewesen, die aus ganz vielen Dingen, die vorher passiert sind, resultiert ist. Das Zweite ist, kein anderer Mensch kann deine Situation verurteilen und kann auch deine Gefühle, die du hast, beurteilen. Das ist auch ganz wichtig. Wisst ihr, es gibt immer wieder Menschen, die euch wahrscheinlich begegnen werden, die euch vielleicht auch gar nicht kennen, die dann sagen, oh, bist du dir sicher, den Kontakt zu deinen Eltern abzubrechen? Du hast doch nur einmal Eltern. Meinst du nicht, dass man da irgendwie noch was machen kann? Oder Blut ist doch auch dicker als Wasser. Familie ist schon wichtig. Also ich könnte das ja nicht. Diese Sätze können einen total verunsichern. Und vielleicht auch fühlt man sich auch schlecht, vielleicht auch gerade vor Feiertagen, dass man vielleicht doch wieder mitunter ins Zweifeln kommt und sich vielleicht auch verurteilen lässt. Es ist ganz wichtig, dass es eure Entscheidung ist. Niemand hat das Recht, da euch zu verurteilen. Wer das macht, soll es tun, aber nehmt es einfach auch nicht an. Gute Freunde und liebe Menschen in eurem Umfeld werden es akzeptieren und werden euch in eurer Entscheidung auch unterstützen. Das Dritte ist, du bist kein schlechter Mensch, weil du wenig oder keinen Kontakt hast. Manchmal ist es ja auch gesellschaftlich fast schon ein Druck, dass man sich um die Eltern kümmern muss, da sein muss, etwas zurückgeben soll oder sie vielleicht, wenn eure Eltern schon älter sind, auch noch pflegen sollte. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch daran zurück erinnert sozusagen auch, was alles passiert ist. Und dass es, wie gesagt, auch diese Handlung, diesen Kontaktabbruch, Kontakt einschränken, eben eine Konsequenz ist dessen, was passiert ist. Deswegen wird man nicht plötzlich in die Kategorie schlecht gesellschaftlich eingruppiert. Das ist auch ganz wichtig, sich da selber nicht zu verurteilen. Das nächste ist, du bist niemandem etwas schuldig. Weder deiner Mutter noch deinem Vater. Das ist etwas, was gerade extrem narzisstische Eltern den Kindern suggerieren wollen, wenn sie kleiner sind oder auch im Alter später, wenn sie älter sind. Es gibt keine offene Rechnung. Deine Eltern haben dich bekommen, es war ihre Entscheidung, so, und deswegen gibt es nichts zurückzugeben. Was man macht, macht man freiwillig, weil man es möchte. Und wenn du dann denkst, um Gottes Willen, was soll nur werden, meine Eltern kommen überhaupt nicht klar, weißt du, du könntest auch auf einmal am anderen Ende der Welt wohnen. Und ich sage dir, trotzdem würden sie zurechtkommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dessen auch bewusst zu sein. Das nächste ist, dass Sehnsucht manchmal aufkommen wird. Es wird mitunter Phasen geben, immer mal wieder vielleicht auch, wobei das vielleicht auch, beziehungsweise ich bin da sehr zuversichtlich bei vielen auch, dass es nachlassen wird. Ja, nachlassen wird dieses tiefe Gefühl der Sehnsucht von der Mutter, von dem Vater endlich geliebt zu werden. Aber das Gefühl kann kommen und es ist auch okay. Wichtig ist, sich in solchen Situationen nicht zu verurteilen, zu sagen, jetzt reiß dich zusammen, das darfst du nicht traurig sein. Nein, sei traurig, es ist okay. Gerade in solchen Phasen sei lieb zu dir und akzeptiere, dass es diese Phasen eben auch gibt. Du hättest, das ist der nächste Punkt, eben auch andere Eltern verdient. Das ist etwas, das kann man leider nicht beeinflussen.
woran das liegt, dass man ein solches schlimmes vielleicht auch Elternhaus hatte, wo vielleicht auch emotionaler und vielleicht sogar körperlicher Missbrauch stattgefunden hat. Das weiß niemand, aber es liegt nicht daran, dass man ein schlechter Mensch ist oder es nicht besser verdient hätte. Man hat einfach kein Glück gehabt. Aber umso wichtiger eben zu sehen, dass man kein Glück hatte, aber jetzt durchaus ein glückliches Leben haben kann. Aber auch du hättest es eben verdient, dass du auch liebevolle und dich liebende Eltern gehabt hättest. Deswegen der nächste Punkt, schau eben, das ist so wichtig, nach lieben Menschen in deinem Umfeld. Menschen, die dir positiv gesonnen sind, die einfach lieb sind, die es gut mit dir meinen und die dich nicht irgendwo runtermachen oder runterziehen oder dich sogar ausnutzen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Gefahr ist manchmal sehr hoch, dort wieder reinzugeraten. Gerade auch dann, wenn man sich einsam fühlt, wenn man keinen Kontakt zu den Eltern hat. Da achte eben drauf, wähle da einfach auch richtig gut aus. Eine Kindheit, das ist der nächste Punkt, kannst du nicht nachholen. Das ist total traurig und das kann dich auch kann dich ärgerlich machen, schlaflose Nächte kosten, dieser Gedanke, boah, was habe ich nicht alles verpasst? Wie ist man mit mir umgegangen? Aber viele Wünsche, die du vielleicht früher hattest, die konntest du dir auch nicht erfüllen. Aber heute bist du ja erwachsen. Heute kannst du das eben. Heute, wenn du keinen engen Kontakt zu deinen Eltern hast, die vielleicht auch immer wieder alles madig machen, dich auch klein gemacht haben, die sind ja dann nicht mehr so in deinem Leben. Das heißt, du kannst jetzt das, was du vielleicht auch schon früher wolltest, was du vielleicht auch in dir trägst, heute an Wünschen, an Ideen, die eben auch frei ausleben. Das ist auch ganz wichtig, das bei dir dieses auch zuzugestehen und das eben auch zu machen, ohne da gehemmt zu sein. Das nächste ist, dass Enkel keine Oma und Opa brauchen. Auch das ist ein Punkt. Natürlich ist es schön, wenn Großeltern da sind, aber wenn du jetzt Kinder hast und deine Eltern dich sehr schlecht behandelt haben selber, du im Kontakt mit deiner Mutter immer noch verunsichert bist, dass du runtergemacht bist von ihr, es dir einfach nicht gut tut, dann ist es wichtig, dass du eben auch schaust, dass es dir gut geht. Wenn die Konsequenz dann ist, dass deine Kinder keinen engen Kontakt oder vielleicht auch gar keinen Kontakt zu ihren Großeltern haben, ist es traurig, aber nicht zu ändern. Und du bist ja auch zuständig für das Wohl deiner Kinder eben. Und wenn du auch Sorge hast, dass deine narzisstische Mutter oder dein Vater ihnen nicht gut tut, dann ist es natürlich auch an dir, sie davor zu schützen. Von daher ist es völlig in Ordnung. Auch hier kann ich dir sagen, hey, es gibt Menschen, die leben am anderen Ende der Welt. Die haben vielleicht ganz tolle Eltern, aber auch die sehen sie nur ab und zu. Diese Kinder wachsen trotzdem, auch ohne Oma und ohne Opa, völlig gut auf. Ich glaube, es ist wichtig, sich dessen auch bewusst zu sein. Und das Letzte möchte ich euch noch sagen, Zeit heilt vieles. Es ermöglicht vor allem häufig einen Blick mit mehr emotionalen Abstand und aus einer größeren Entfernung. Und das macht es viel leichter. Gib dir einfach die Zeit. So ein Prozess der Abnabelung und Abgrenzung, das dauert. Und da rede ich nicht von Tage, Wochen, da rede ich eher von Jahren. Und diese Zeit, nimm dir die einfach. Mehr Informationen zu diesem Thema, ob das Kontaktabbruch ist, narzisstisches Elternhaus, was macht das mit einem, was kann man aber auch selber machen, um sich zu stärken, das findest du auf jeden Fall in meinen Videos hier, in meinem Buch, was ich kürzlich veröffentlicht habe. Und ansonsten können wir uns auch super gern unterhalten. Da kann ich dir auch noch deine ganz persönlichen Tipps geben. Dann können wir uns das gemeinsam anschauen. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche, ganz viel Power für deinen Weg und ich freue mich, wenn du nächsten Samstag wieder dabei bist. Mach's gut. Ciao.